Aloha und herzlich willkommen zum ersten Video einer brandneuen Reihe hier auf meinem Kanal. Ich möchte dich damit einladen zu einer wundervollen Reise. Einer Reise zu dir selbst, genauer gesagt einer Reise zur Kraft deiner wahren Komfortzone. Was das bedeutet, wird dir jetzt vielleicht erstmal noch nicht klar sein, aber natürlich im Laufe der nächsten Wochen und Monate mit jedem Video, das ich hochladen werde, immer klarer werden. Ich habe zu diesem Thema vor kurzem ein Buch geschrieben, mein erstes Buch, das ich veröffentlicht habe. Hier ist es. Und es hat den Titel Die Kraft deiner Komfortzone und warum es jetzt Zeit ist, sie endlich zu betreten. Und ich möchte ganz einfach hier auf meinem YouTube-Kanal in den kommenden Wochen und Monaten mit dir Ausschnitte aus diesem Buch mit dir teilen. Ganz einfach deshalb, weil ich seine Botschaft für sehr wichtig halte und sie natürlich deshalb mit so vielen Menschen wie möglich teilen möchte und so vielen Menschen wie möglich ermöglichen möchte, sie in ihrem Leben umzusetzen und damit einen echten Game Changer für sich zu entdecken. Du bist natürlich herzlich eingeladen, dir das Buch auch auf Amazon zu bestellen. Es ist dort erhältlich als E-Book und Taschenbuch. Hier in dieser wunderschönen, farbenfrohen, gedruckten Version gefällt es mir ganz besonders gut, aber natürlich auch als E-Book ist es wunderbar. Ja, und zunächst möchte ich dir aber jetzt die Geschichte erzählen, die dazu geführt hat, warum ich dieses Buch überhaupt geschrieben habe. Und diese Geschichte habe ich so, außer mit meiner Frau, mit noch ziemlich wenigen Menschen geteilt und sie steht auch nicht einmal im Buch. Ja? Das ist also exklusiv hier zum ersten Mal, dass ich diese Geschichte erzähle, öffentlich. Und zwar habe ich 2021 eine Hypnosetherapie gemacht. Andere würden es vielleicht auch als Rückführung bezeichnen. Und was ich dort erlebt habe, hat den Ausschlag gegeben oder mir den Auftrag gegeben, ein Buch zu schreiben zu diesem Thema. Und zwar bin ich da dem Zeitraumpunkt auf der multidimensionalen Timeline gereist, an dem eine junge Frau ihr Leben in einer Weise gelebt hat, die ihr nicht entsprochen hat. Ja? War eine Farmers-Tochter, die nichts mehr geliebt hat, als auf ihrem Pferd zu sitzen und ihre Rinder zu hüten und über das weite Farmland zu reiten. Aber ihr Vater ist dann verstorben und hat ihr die Farm überlassen und es wäre nichts schöner gewesen für sie, als diese Tradition fortzuführen, die Farm zu übernehmen und den ganzen Tag auf dem Pferd zu sitzen. Aber es war nicht ziemlich zu ihrer Zeit für eine Frau, eine Farm allein zu führen. Das war im 19. Jahrhundert. Und Cowgirls sozusagen, diese Vorstellung gab es nicht. Aber das ist genau das, was sie gewollt hätte. Ja? Und deswegen hat sie also diese Farm verkauft und ein häusliches Leben geführt. Kurz und knapp gesagt, sie hat nicht das gelebt, was ihr wirklich entsprochen hat. Und die Aussage dazu, die Information, die ich dazu erhalten hatte, war, sie hat nicht ihre wahre Komfortzone betreten und gelebt. Ja? Und meine geistige Führung, diejenigen Anteile von einem selber, mit denen man dann zusammenarbeitet in so einer Rückführung, haben mir mitgegeben als Rat und Affirmation sozusagen den schönen Satz: Betritt deine Komfortzone, lass Kraft und Wärme strömen und vertraue. Und dieser Satz hat mich sehr berührt, weil mir klar geworden ist, ja, richtig, Komfortzone bedeutet ja eigentlich nichts anderes als der Bereich, an dem ich mich wirklich komfortabel, wirklich wie ich selber fühle. Ja. Und das sollten wir uns erlauben. Und dann habe ich eben in dieser Rückführung den Auftrag auch bekommen, ein Buch zu dem Thema zu schreiben. Und das habe ich gemacht. Und 3 Jahre später, ungefähr 3 Jahre später, ist es erschienen. Und es ist wirklich ein Werk geworden, was viele Botschaften enthält, die für sehr viele Menschen sehr lebensverändernd sein können. Da bin ich absolut davon überzeugt und freue mich auch sehr, dass ich davon so überzeugt sein kann, denn auch ich habe, wie viele andere Menschen auch,
natürlich Selbstzweifel und ja, komme auch aus einer Vergangenheit, in der ich sehr viele Selbstzweifel hatte, aber dieses Buch ist tatsächlich etwas, woran ich nicht zweifle, dass es wertvoll ist und möchte es deshalb natürlich mit so vielen Menschen wie möglich teilen. Und hier auf YouTube eben mit dir. Ja, und so lass uns also gleich loslegen und ins Vorwort einsteigen mit dem Titel Zeig der Welt die Welt durch deine Augen. Viel Freude dabei. Zeig der Welt die Welt durch deine Augen. Im April 2022 schlenderte ich genussvoll durch den Dschungel Mexikos. Goldenes Licht streichelte die Stämme der Ceiba-Bäume und die Blätter der Palmettos. Die Stimmung kann man nur als mystisch und voll liebevollem Zauber beschreiben. Ich ließ meinen Blick über die dichte, lebendige Vegetation schweifen und spürte eine starke Verbindung zu diesem fühlenden, atmenden Wesen, dem Spirit des Dschungels. Aus dieser freudvollen und tiefen Verbindung heraus fragte ich ihn: Hast du eine Botschaft für mich? Und die Antwort kam prompt. Die Spirits des Dschungels richteten meine Aufmerksamkeit auf meine Wahrnehmung. Die Farben, das Gold, das mystische Licht wurden plötzlich noch verstärkt und sie sagten mir: Zeig der Welt die Welt durch deine Augen. Wow! Voller Dankbarkeit und Rührung blieb ich stehen und sah mich um. Mir wurde klar, mein individueller Blick auf diese Welt, die Freude, die Wertschätzung, die Liebe und Bezauberung, die ich wahrnehme und die sie mir schenkt, sind etwas Einzigartiges. Etwas, das nur ich individuell genau so erlebe. Und etwas, das andere inspirieren und für sie von großem Wert sein könnte. In diesem Moment erkannte ich einmal mehr, wie wichtig es ist, dass wir ganz unseren Impulsen vertrauen, auf unser Herz hören und unsere individuelle Komfortzone finden und betreten. Schließlich war ich nur deshalb genau jetzt, genau hier im Dschungel Yucatans, weil ich all das getan hatte und schon seit längerem ein Leben in meiner Komfortzone führte. Zunächst ist ein Leben in unserer wahren Komfortzone natürlich von besonders großem Wert für uns selbst, unser eigenes Wohlbefinden und zur Erschaffung unseres eigenen großartigsten Lebens. Warum das so ist und wie genau man das anstellt, darum wird es in diesem Buch gehen. Zum anderen, so wurde mir klar, ist es dann aber auch möglich und vielleicht sogar eine Art innere Notwendigkeit, in dem Wohlbefinden unserer individuellen Komfortzone so hell zu strahlen, dass wir wie Leuchttürme mit dem Fühlen und Wahrnehmen unserer Welt auch die Welt der anderen um einige kraftvolle Lichtstrahlen reicher machen. Und genau das möchte ich mit diesem Buch tun. Ich möchte dir, lieber Leser, liebe Leserin, die Welt durch meine Augen zeigen. Die grenzenlosen Möglichkeiten der Freude und Leichtigkeit, die Macht deines göttlichen Schöpfertums und die große Kraft und Schönheit eines Lebens in deiner Komfortzone. Spätestens nach der Lektüre dieses Buches wirst du verstehen, wovon ich hier spreche, und deine Welt wird eine andere sein. Und so lade ich dich ein, betritt auch du deine wahre Komfortzone und zeige so der Welt die Welt durch deine Augen. Es ist Zeit. Jetzt. Christoph Hetzenecker, Kauai, 25.09.2023. Ja, und damit sind wir schon am Ende des ersten Videos angekommen und ich freue mich sehr darauf, im nächsten Video mit dir zu starten. Auf die Reise zu gehen, hin zu dir selbst, zu dem großen Potenzial deiner wahren Komfortzone. Dann mit Kapitel 1 des Buches. Und ja, damit du kein Video mehr verpasst, abonniere am besten den Kanal. Und wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne ein Like da. Indem du den Kanal abonnierst, bleibst du up to date und kannst sicher sein, dass du kein Video verpasst auf dieser wundervollen Reise hin zu dir selber. Und du hilfst dem Kanal damit natürlich auch, eine größere Reichweite zu generieren und damit mehr Menschen zu erreichen, mehr Menschen die Chance zu geben, das große Potenzial ihrer wahren Komfortzone zu entdecken. Würde mich sehr freuen. Dafür schon mal vielen Dank und bis wir uns wiedersehen, wünsche ich dir eine Zeit voller Wunder, voller Freude, voller Wohlgefühl. Alles Liebe und bis bald.